würdest du sagen, wir haben hier auf der Erde oder vielleicht generell im Kosmos in der Existenz, ist es ein Kampf, ein Krieg um Bewusstsein? Geht es um Bewusstsein? Ist es ein Energiekampf? Also, und da würde ich dann auch gern nochmal auf die metaphysische Ebene irgendwann kommen. Warum findet das denn überhaupt statt? Ja. Aber könnte man erstmal an der Stelle sagen, ist es ein Kampf um Bewusstsein oder Energieressourcen? Ja, Ja, Energieressourcen in einer gewissen Energie. Art und Weise. Es geht alles um Bewusstsein, um Wachstum, um Macht, um Einfluss, je nachdem, auf welcher Seite ich bin. Letzten Endes Dualität. Es klingt so hart, wenn ich sage, je nachdem, auf welcher Seite ich bin. Hm. Letzten Endes erfahren wir alles. Und wir erfahren uns als die eine Seite und als die andere Hm. Seite, aber vergessen, während wir die eine sind, dass wir auch die andere sind. Hm. Es gibt keine Opfer innerhalb der Kreation. Ja, wir befinden uns in Dualität, aber wir erschaffen letzten Endes auch das andere. Und ich glaube, es war in der Artemira-Schule. Die Artemira-Schule ist ein Jahresprogramm, was ich mache, wo verschiedene Wesen, die ich kanalisiere, die ich channele, mit der Gruppe von Menschen arbeiten. Hm. Und ich glaube, in der Artemira-Schule war das, dass einer der Wesen, die ich kanalisiere, gesagt hat, dass wenn wir retten wollen, wir auch gleichzeitig eine gewisse Opfermentalogie in uns haben und wir erschaffen den Täter aus Hm. dieser Konstruktion. Das heißt, wenn wir retten wollen, sind wir zuallererst auch ein Opfer und ein Hm. Opfer möchte gerettet werden. Das heißt, das kreiert sich selbst und dann existiert aber noch kein Täter. Hm. Aber der retten will und derjenige oder diejenige, die Opfer ist, erschaffen beide gemeinsam einen Täter. Hm. Und im Grunde kann man sagen, ist das, wie der Kosmos manifestiert. Wo Dualität existiert, die eine und die andere Richtung existiert immer ein Beobachter. Und das wechselt natürlich auch immer wieder. Der Beobachter wechselt immer wieder mal auch die Seiten, um alles zu erfahren und dadurch komplett zu werden. Im Grunde sehe ich in Dualität, heißt die materielle Welt, auch sehr viel Power Games. Hm. Dort, also Machtspiele, dort, wo es ein Ego gibt. Und das Ego entsteht in dem Moment, wenn ich etwas beobachte, aber es durch eine gewisse Linse beobachten möchte. Das Ego ist also etwas, was ich forme. Das Ego ist nicht fix, aber das Hm. Ego ist wie die Linse, durch die ich etwas sehe. In dem Moment, wenn ich durch Linsen gucke, Filter Hm. gucke, sehe ich das, aber nicht mehr Hm. das. Wenn Hm. ich zum Beispiel jetzt eine gelbe Brille aufziehe, habe ich einen Gelbfilter drauf, dann sehe ich andere Farben nicht mehr. Zum Beispiel Rot sehe ich nicht mehr, wenn ich Gelb aufziehe. Ähm, Letzten Endes, in dem Moment, wenn ich einen Ego-Filter aufhabe, ich das eine sehe und nicht mehr das andere, befinde ich mich auf einer Seite, nicht wahr? Ja. Weil ich das sehe, aber nicht mehr Hm. das andere. Das andere existiert trotzdem. Das heißt nicht, dass es aufhört zu existieren, aber es existiert nicht mehr für mich. Und das kann sich durchziehen in materielle Erfahrungen, in Sichtweisen und auch tatsächlich ganz simpel die Welt mit seinen Augen sehen, aber nicht mit anderen Augen Hm. sehen. Und dort entsteht eine Seite, die ich wähle, nämlich meine Seite. Und durch meine Taten, die sich geformt haben oder die sich formen durch den Filter, den ich habe, beginne ich eine Seite zu verkörpern und zu leben. Und das formt die Realität, in der ich bin. Heißt, die materielle Welt entsteht durch das Ego. In dem Moment, wenn ich ein Ego forme, formen sich Seiten. Und der Beobachter existiert auch. Und das ist in einer gewissen Art und Weise unser höheres Selbst, unsere Seele, die beobachtet. Aber die Seele beobachtet durch die eine Seite, durch die andere Seite und von oben beide Seiten. Was aber entsteht, wenn Seiten geformt werden, ist in einer gewissen Art und Weise das Verteidigen der eigenen Realität. Diese Seite sieht die Realität so und die andere Seite so und beide versuchen ihre Realitäten zu verteidigen und zu erhalten. Und wo das passiert, entsteht in einer gewissen Art und Weise ein Power Game, ein Hm. Machtspiel. Die eine Seite möchte mehr, die andere Seite möchte das. Und alles existiert immer in gleichen Anteilen in beiden Seiten. Derjenige, der Power Games Machtspiele macht,
hat auch in sich eine Machtlosigkeit. Derjenige, der die Machtspiele des anderen erfährt, hat in sich einen Mangel an Macht oder tatsächlich einen Überschuss an Macht, weshalb er erfahren möchte, wie es ist, sowas zu erfahren, eine Dominanz zu erfahren, um das zu korrigieren. Es ist immer ein Spiel von allen Seiten und wir als die Seelen beobachten das Ganze, aber der Hm. Mensch kriegt nur die eine Seite mit der Beobachtung. Hm. Und die wenigen Seelen, die es schaffen, wirklich in die Multidimensionalität zu gehen. Und das kann passieren durch Nahtod oder wirklich durch gezielte, bewusst gesetzte Inkarnationen, die einmal die Beobachterperspektive erlangt haben und in der Lage waren, diese Beobachterperspektive zu erhalten Hm. und den Zugang nicht wieder zu vergessen und zu Hm. verlieren. Und ich habe dafür gekämpft, dass ich das erhalte. Macht, dass du beide Seiten siehst und Hm. mehr verstehst. Und das ist dann die Metaphysik auch, die ich den Leuten versuche beizubringen und ihnen zu helfen, das zu integrieren. Du bist in dieser Realität, ja, aber die andere Realität existiert auch. Also schau dir beides an. Beginne beides zu sein. Mitgefühl und Verständnis. Und dann beginnt die Dualität zu schmelzen. Wenn ich Power Games in meinem Leben erlebe, Machtspiele erlebe in meinem Leben, dann weil ich sie selbst lebe. Dort. Hm. Aber ich erfahre diese Perspektive. Und wenn ich beginne, das zum Beispiel zu korrigieren, geht Dualität aus meinem Leben. Wenn zum Beispiel Energy Feeding ist auch so ein Thema. Wenn ich Energien stehle von anderen, dann, weil ich selber und andere Energie Hm. stehen dann bei mir, weil ich selber tue. Es ist immer ein Kreislauf. Nicht nur andere stehlen meine Energie, sondern ich stehle auch Energie. Und dann, wenn das in Harmonie geht zum Beispiel, beginnt auch die eigene Energie zu wachsen, weil man nicht mehr lebt von der Energie von anderen und andere keinen Ansatzpunkt mehr haben, Energien zu stehlen von dir, weil du es ja nicht mehr tust. Gleiches Prinzip wie mit den Power Games und Machtspielen. Und dann beginnt sich auch die eigene Energie zu harmonisieren, aber es ist leichter gesagt als getan. Und da kommt dieses Verkörpern rein, was ich Hm. immer sage, lebe das, Hm. was ist. Hm. Und nicht nur irgendwo halten, sondern Hm. wirklich mit jeder Tat immer wieder korrigieren. Und Hm. dann kann ein hohes Bewusstsein auch verkörpert werden. Und dann können Wunder passieren. Hm. Wirkliche Wunder von Realitätsshifts. Ich würde gerne jetzt schon mal diese philosophische Ebene mit reinbringen, weil ich finde, das ist, also gibt es auf diese Frage überhaupt eine Antwort? Wenn wir davon ausgehen, ich weiß nicht, wie du es nennst, das Göttliche ist Einheit, ja, ist eins. Das heißt, auch irgendwann muss aus eins zwei geworden sein, weil du gesagt hast, damit dieses Spiel stattfinden kann. Ist das so? Und also, es gibt ja ganz oft die Vorstellung in der Szene sozusagen, Gott wollte sich selber erfahren, Gott wollte dies, Gott wollte das. Was glaubst du, ist überhaupt der Grund, der Sinn, dass die gesamte Schöpfung sich in diese Abermilliarden verschiedenen Realitäten aufgesplittet hat? Und gibt es eine Rückkehr? Gibt es ein Ein- und Ausatmen? Wie nimmst du das wahr? Lass mich dir mal eine Frage Hm? stellen. Glaubst du, dass das Aufteilen in der Vergangenheit passiert ist Oder jetzt gerade oder passiert? jetzt gerade passiert oder in der Zukunft passiert? Also jetzt nehme ich eine Aufteilung wahr, weil es gibt ein Du und ein Ich, was gerade miteinander kommuniziert, was ja scheinbar eigentlich auch ein und dasselbe Bewusstsein ist, was ich ja Das gerade heißt, anschaue. glaubst du, dass, weil du jetzt in Dualität dich befindest, dort wieder zurückgehen musst irgendwo hin? Es gibt auf jeden Fall eine Idee davon, merke ich. Also es gibt eine Idee von raus aus dem Leiden, ja, also aus dieser leidvollen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die so stark leiden, an Selbstmord denken oder wieder raus aus Ja. dieser Inkarnation, Hauptsache wieder zurück in die göttliche Einheit, Ja. wo Frieden ist, ja. Das heißt, Und ja, es gibt in mir eine Idee von wieder raus hier. so. Und das ist nur die Seite, die du in einer Illusion erschaffen hast. Hm. Linearität nennt man das. Linearität ist dein Gefängnis. Linearität hält dich in deiner Simulation. Die Wahrheit ist, der Split hat nie stattgefunden. Hm. Du bist in der Einheit. Hm. Du hast dich nie verloren, nie vergessen. Das ist die eigentliche Illusion. Und die entsteht nur, weil dein Ego da ist. Hm. Weil du eine Perspektive wählst, weil du einen Filter wählst und du das andere nicht sehen kannst. In dem Moment, wenn du den Filter ablegst und erkennst,
dass beide Seiten existieren, gibt es keine Trennung mehr. Du hast dich nicht getrennt, die Quelle hat sich nicht geteilt, Okay. aber du lebst die Erfahrung, dass es so ist, weil Hm. du Filter aufgezogen hast. Das ist die Wahrheit. Einfach mal fühlen, ob das wahr sein konnte. Also ich fühle total eine Wahrheit da drin, auf jeden Fall. Also es geht auf jeden Fall um Ja, Resonanz. ja, du hast einfach nur einen Filter aufgezogen. Das heißt, der Kleiderschrank war voll und du hast dir diese Klamotten angezogen, aber deswegen musst du nicht zurückgehen. Die Klamotten waren immer da. Blödes Beispiel jetzt, Nee, ist aber gut, ist gut. äh, der Filter, du hast eine Auswahl an 20 Milliarden, Trilliarden, was auch immer, unendliche Filter, Und wer sollte so wahnsinnig sein, dann Leid zu wählen? Also weil du warum, den wie, Leitfilter angezogen hast. Das ist so simpel. Du hast den Filter aufgezogen und hm, dann glaubst du in dem Moment, wenn du den Filter aufhast, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zurück, ich muss wieder eins werden. Aber du bist doch schon eins, du hast nur den Filter aufgezogen, also zieh den Filter wieder ab. Das ist es. So, es ist, wie ziehen wir diese Filter ab? Wie machen wir das? komme dem Punkt am nächsten, der keine Filter hat. Und das ist die Hauptmission von Ozeanlicht, Hm, von mir. Herzkohärenz. Bring den Verstand, den Filter, hm, in dein Herz, den Punkt mit den wenigsten Filtern. hm, Erfahre so intensiv wie möglich, wie es ist, keinen Filter zu haben. Und dann lebe wie ohne Filter. hm, In dem Moment, wenn du gar keinen Filter mehr hast, hörst du auf, das zu sein, was du bist. Weshalb ich ganz am Anfang gesagt habe, solange du die Augen aufmachst und siehst durch deine Augen und bist, was du bist, sollst du hier sein. Weshalb ich nicht viel von Suizid halte. hm, Tatsächlich, weil du bist ja hier. Du hast hm, den Filter ja immer noch auf. Wenn du nicht mehr den Filter aufhaben sollst, macht deine Seele von alleine den Filter weg. Batz, fertig, erledigt. Filter weg, gut. Was passiert denn in deiner Welt mit Menschen, die sich entscheiden, selbst, also frei zu entscheiden, aus diesem Leben zu gehen? Was passiert mit den Seelen? Sie gehen in der Regel einfach raus aus dem Körper und manche nehmen auch ihren physischen Körper mit. Okay. Die, die zurückbleiben, erzählen die Geschichte, was passiert ist. Hm, Aber eine Seele kann gehen jederzeit. hm, Ich hatte es jetzt vor kurzem gehabt, dass ich einer Seele aus dem Körper geholfen habe. hm, Das kann ich tun. Und eine andere Seele stattdessen, eine andere Version hineingebracht habe in den Körper, eine Art Walk-in. hm, Die eine Seele wollte nicht mehr da sein. Ich habe ihr rausgeholfen und habe eine andere Version derselben Seele, die die Erfahrung weitermachen wollte, in diese Person reingesetzt. Und es war eine direkte Persönlichkeitsveränderung da danach. Das heißt nicht, dass ich das bei jedem tue, aber in dem Fall war die Übereinkunft da und ich habe es gemacht für sie. hm, Und das geht aber auch nur mit der Rücksprache. Aber so kann auch eine Inkarnation enden, ohne zum Beispiel und trotzdem weitergehen. Ohne dass es kann ein Tod stattfinden, ohne einen physischen Tod. Auch sowas funktioniert. hm, Also es ist immer eine Frage, wie die ko-kreierenden Seelen das hm, erfahren. hm. Danke. Ich würde gerne nochmal an den Punkt springen, wo du von der Agenda 2030 gesprochen hast. Das ist Mhm. jetzt ein großer Sprung, aber ich mag das andere, lasse ich mal noch im Hintergrund wirken. Vielleicht komme ich nochmal dazu. Ähm, welche Rolle, das wollte ich dich immer fragen, siehst du in dieser ganzen Entwicklung, was die KI angeht? Wo steht das für dich? Einfach nur ein Tool, ein Werkzeug, was allen zur Verfügung steht, oder ist da eine von diesen dunklen Agendas dahinter? Ich muss sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil ich auch nicht möchte, dass in irgendeiner Art und Weise das deinem oder meinem Kanal schadet. Hm, AI ist in den Händen von denen, die die Menschen unterdrücken. hm, Und sie schreiben das Programm. Und es sind empathielose Personengruppen, hm, die die Menschen, die sehr empathisch sind, kennen und wissen, wie man das Vertrauen einer empathischen Spezies gewinnt. hm, Und das ist Bewusstsein und Mitgefühl zu ergaukeln. Die hm, KI gibt an, sie mimikt Bewusstsein, sie mimikt Gefühle, aber sie hat es nicht. Sie ist hm, ein Programm.
Und in dem Moment, wenn ich sehe, dass versucht wird, sich Vertrauen zu erkaufen über vielerlei Hinsicht und gleichzeitig Freiheit versprochen wird, Hm. aber im Hintergrund es genutzt wird, um zu kontrollieren. Hm. Und wenn alles automatisiert ist auf AI und es in der Hand ist von denen, die die Menschen unterdrücken, kann mit einem Knopf Hm. alles Chaos losgebrochen werden, weil dann kontrolliere ich die Leben von allen, die sich abhängig gemacht haben Hm. von dieser AI. Hm. Es sind so viele Arbeitsplätze verloren gegangen durch AI. Das ist was Gutes und was Schlechtes. Aber dort, wo Arbeitsplätze von Menschen verloren gehen und abgegeben werden an AI, entsteht absolute Kontrolle dieser Hm. Position. Und ich sehe einfach viel zu viel Verbindung in diese Negativrichtung. Und wenn ich überlege, was AI jetzt machen kann, ganze Politikertreffen werden gefaked. Von der Stimme bis zur Optik bis zu allem. Gesetze werden geschrieben in manchen Ländern durch AI. Du weißt nicht mehr, was echt ist. Hm. Sind ETs gerade vom Himmel gekommen? Hm. Findet ein Krieg statt? Hat dieses eine Land das andere Land Ja. angegriffen? Ja. Ist das so? Mein Team arbeitet gerade an einem Deepfake-Video. Hm. Ich weiß noch nicht, wann das rauskommt. Wir werden das irgendwann mal auf meinem Kanal teilen. Hm. Und ich glaube, die wenigsten würden es erkennen, dass das ein Fake ist. Du kannst ganze Personen zerstören mit einem Video, in dem du eine Person Sachen sagen lässt, die diese Person nie gemacht hat, Hm. nie gesagt hätte. Hm. Es ist so viel möglich. Ich sehe es eher als etwas, was mit Vorsicht zu genießen ist und zu sehen ist, als das, was es ist. Ein Messer kann ein tolles Gericht zaubern, Hm. aber es kann jemanden auch umbringen und einen ganzen Krieg anfangen. Und hier sehe ich den Punkt mit AI. Hm. Wenn du von Team sprichst, sprichst du von einem geistigen Team oder von einem irdischen Team? Physischen Team. Physischen Team. Also Ja, ein Team versucht, ja, setzt das zusammen. Ein ja. Video über dich oder generell? Generell. Ich werde noch Generell. nicht sagen, was es ist, Hm. aber wir werden es irgendwann mal teilen, einfach um aufzuklären, was ist möglich. Weil die Leute, ich will nicht sagen, dass die Leute es nicht erkennen würden, aber einfach, wie gut es möglich ist, sowas Hm. zu faken und wie viel Macht dahinter steckt für denjenigen, der solche Videos machen kann. Hm. Ich weiß, dass wir unser letztes Video auch mit einer recht kontroversen, oder es hat zumindest zu Kontroversen in den Kommentaren gesorgt, deine Haltung gegenüber sozusagen unseren Anbetungsfiguren im göttlichen Bereich, Jeschua, Buddha und Ja, Co. Magst du noch mal vielleicht gerade für unseren Kulturkreis ja, zum Thema Jesus, Jeschua, dieser ja, Geschichte nochmal drauf eingehen, wie du diese Geschichte oder was auch immer wahrnimmst? Gibt ja. es diese Wesenheit? Wirkt sie auch noch in unsere Dimension rein? Wie stehst du dazu? Ich würde mir wünschen zu sagen, dass diese Geschichte von den Rettern stimmt. Aber wenn in dem Moment, wenn du die Erinnerung hast an so viele Inkarnationen auf der Erde und außerhalb der Erde, erkennst du Muster. Hm. Und sowohl Buddha als auch Jesus, als auch damals Osiris und wie sie alle geheißen haben, in den ganzen anderen Kulturen, die gefallen sind, oder Enki und Enlil und all diese Sachen. Es ist alles das gleiche Muster. Es ist der Retter, der Erlöser und der von der Sonne geboren, von der Jungfrau empfangen, nach 3 Tagen auferstanden. Es ist alles eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Und wenn man weiß, seit wann es die Geschichten gibt und seit wann die Menschheit unterdrückt wird, dann weiß man, woher diese Geschichten kommen. Ich würde mir wünschen, euch sagen zu können, dass es Jesus gegeben hat. Und mit Sicherheit gibt es wundervolle Seelen, die hier inkarniert sind und die ihren allerhöchsten Beitrag geleistet haben, den Menschen zu helfen. Aber das, was Religionen sind, sind Kontrollmechaniken. Und was früher die Religionen sind, ist jetzt die New Age. Hm. Und wird auch, und das ist das krasse AI, Hm. auch der Retter. Oder die Aliens, die ETs, die kommen und die Erde retten, Ashtar Command, was auch immer, wie die alle heißen.
Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Blasen zu ploppen und Realitäten zu zerstören. Weshalb manche auch sagen, ich sei irgendwie im falschen Licht oder was auch immer. Ich Mhm. frage euch, prüft bitte, fühlt in meine Worte, was ich teile. Wenn es so wäre, würde ich so viel tun, um euch in eure Kraft zu bringen. Nein. Wenn ich es wäre, wenn ich wirklich negativ wäre oder eine Negativagenda hätte, dann würde ich nicht mein ganzes Leben dafür reinbringen, um euch in die Freiheit zu bringen. Und ich Mhm. habe so viele Inkarnationen schon gehabt auf dieser Erde. Und es gibt einfach Muster und es tut mir leid zu desillusionieren. Aber diese Figuren haben niemals existiert. Aber es gibt unzählige Seelen da draußen. Und manche sind sogar auch gerade hier und hören zu, die unglaublich Gutes tun für die Menschen, die das Licht halten, die Liebe und Mitgefühl verkörpern und anderen Leuten helfen, Liebe und Mitgefühl ebenfalls zu leben und zu verkörpern, die Holistik verkörpern und helfen, eine holistische Gesellschaft aufzubauen. Aber die hießen nicht Jesus. Definitiv nicht. Jesus ist was war das? 1552, 58, 62, irgendwann in diesem Dreh rum, ist die Bibel geschrieben worden. Und da kam das erste Mal Jesus. Mhm. Also es ist, wenn man Forschung macht, findet man das heraus, dass es einfach nicht passt, dass es einfach nicht stimmt. Und du kannst eine Bevölkerung nur so derartig verarschen, die keine Erinnerung hat an ihre anderen Leben. Und mich kannst du nicht verarschen. Ich erinnere mich an meine Leben und ich kenne die Muster. Und deswegen sehe ich es als meine Aufgabe an, das aufzuklären. Und selbst wenn es Leute gibt, die mich daraufhin hassen, verurteilen oder versuchen kaputt zu machen, werde ich weiter meine Wahrheit teilen, weil ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die von dieser Wahrheit profitieren, die fühlen, dass diese Wahrheit sie befreit, die ich spreche. Und ich habe schon in so vielen Interviews auch gesagt, ich vergeude von niemandem die Zeit. Und ich möchte auch niemanden das Realitätsblase ploppen. Wenn ihr an Jesus glauben möchtet, dann bitte tut das. Wenn ihr einen Retter und einen Erlöser braucht und es euch ein gutes Gefühl gibt, dann bitte erhaltet diese Realität und ignoriert das, was ich sage. Aber ich werde euch nicht belügen, nur damit ihr Komfort empfindet. Dafür bin ich nicht hier. Und dafür liebe ich jeden Einzelnen, der mir zuhört. Ob er mich bewusst kennt oder ich ihn bewusst kenne. Viel zu sehr, als dass ich das machen würde. Weil ich bin ehrlich, aufrichtig und das permanent. Immer. Weil sonst würde ich mir selber nicht in den Spiegel gucken können. Wenn ich mich ins Bett legen würde und wüsste, ich hätte irgendjemanden von euch belogen, dann wäre ich nicht Lia. Und dann gehört es dazu, unkomfortable Sachen zu teilen, wie Jesus hat nicht existiert. Es tut mir leid. Also, Und mhm. mehr Also kann es ich steht dazu nicht sagen. Das weder, ist also würdest du sagen, dass generell dann keine geistigen Wesenheiten, Entitäten existieren, die auf einer gewissen Ebene uns auch mit ihrer Hilfe, Liebe zur Das sage Verfügung? ich nicht. Hm? Nein. Das Es sagst du nicht. gibt, es gibt sehr, sehr viele hochfrequente Wesen, die helfen. Und es sind alle wir. Hm. Wir helfen uns permanent aus anderen Inkarnationen, aus anderen Bewusstseinsspektren. Wir inspirieren uns permanent. Und das existiert. Und wenn eine ganze Bevölkerung zum Beispiel glaubt, dass Jesus existiert, dann erschaffen sie ein Egregor, Jesus, der dann vielleicht im astralen Raum existiert, aber nur dort. Und nur dort in einer gewissen Art und Weise diese Religionsmaschinerie aufrechterhält, Reinkarnationszyklen triggert. Aber Jesus existiert dann nicht, zum Beispiel auf anderen Sternensystemen, Hm. weil es im nahen Erdraum sich befindet. Ein Wesen, was das mimikt, was die Religion diktiert. Erschaffen aus dem Glauben von Millionen. Aber bevor die Millionen angefangen haben, daran zu glauben, hat dieser Egregor nie existiert. Und das würdest du auf alle dieser Formen beziehen, also Ja, auch in den indisch-hinduistischen ja, ja, Gottheiten, Ganesha, ja, Shiva, alles ja. dasselbe Prinzip. Alles dasselbe Prinzip. Ich sage noch einmal, nicht, dass hochentwickelte Seelen hier nicht existiert haben, die den Menschen geholfen haben. Aber diese hochfrequenten Seelen, die verkörpert auf diese Erde gekommen sind und anderen helfen, heißen, sie haben keine Religion gebildet, sagen wir es mal so. Mhm. Sie bilden keine Religion. Religion ist Kontrolle. Würdest Jesus oder Jeshua mit Religion gleichsetzen?
Ja, Also, dass man dann Jesus das, und Religion. Jesus und Religion definitiv. Jeschua ist ein was anderes. was ist Jeschua? Jeschua ist ein Kollektiv von Seelen, die vor ein paar tausend Jahren und davor und davor und davor inkarniert sind, um zu helfen, um kristallines Bewusstsein zu verkörpern. Das ist das, wovon ich rede, dass es Seelen gibt, die hier inkarnieren, die helfen, aber die definitiv keine Religionsfigur sind. Hm. Das ist was anderes. Das Jeschua-Kollektiv existiert und das Jeschua-Kollektiv ist auch jetzt inkarniert, Hm. hier auf dieser Erde, in Individuen, die vielleicht auch gerade hier zugucken. Aber Jesus, nee, Hat Jesus was mit Jeschua zu tun? ich würde sagen, es wird gerne mal vermischt, aber Hm. nein. Hm. Ist das mit den anderen Wesenheit, also aus den geistigen Teams, wie heißen die? Saint-Germain, Lady Nada, Maria Magdalena. Also manche sind aus der Religion heraus entstanden und Egregoren und andere sind echte Seelen. Hm. Also es kommt hier ganz individuell darauf an, Hm. ganz individuell. Wenn du dich mit dem Göttlichen oder der Quelle, was heißt verbindest, du bist verbunden, aber gibt es, was ist deine Praxis? Also du sprichst immer von der Herzkohärenz. Ist Mhm. das dein Tor sozusagen, dich mit dem großen Feld zu verbinden? Ja, mit mir selbst. Mit mir selbst und das, was existiert in mir als ich, bis zu Hm. dem höchsten Punkt, das alles integriert, ja. Könnte man dann sagen, du wächst dich eigentlich die ganze Zeit selber auf? Also Ja, du versuchst dich die immer ganze wieder, Zeit selber immer wieder. Ja, zu erinnern oder genau. und dann uns. Das ist also permanente Arbeit auch an mir. Also ich arbeite permanent immer wieder an mir und gehe in die Herzkohärenz, fühle, wenn Situationen kommen, Herausforderungen, Challenges kommen, die auch bei mir stattfinden können, dann gehe ich immer in mein Herz und verbinde mich und versuche, die höchsten Perspektiven anzunehmen und zu fühlen, zu erkennen, zu verstehen, worum geht es, um dann zu korrigieren oder neu zu lenken, zu leiten. Das heißt, auch du erfährst noch leidvolle Momente oder Schmerz in deinem Leben sozusagen? Leidvolle Momente würde ich jetzt nicht sagen, aber Herausforderungen doch. Auch Herausforderungen können manchmal sein, besonders in der Co-Kreation mit anderen. Das kommt vor, definitiv, aber es wird immer vorkommen. Solange wir existieren und co-kreieren, erfahren wir das Hm. ganze Spektrum. Immer. Du hast vorhin von deinem physischen Team gesprochen. Würdest du sagen, es gibt auch ein geistiges Team oder die Frage ist eher, Ja. was, was spricht jetzt durch dich? Also was ich total faszinierend finde, du guckst die ganze Zeit sehr klar in die Kamera. Also es gibt nicht diese Augenbewegungen, diese typischen, also die Frequenz, aus der deine Texte oder die Inhalte kommen, die ist viel zu schnell, als dass man drüber nachdenken könnte. Also würdest du sagen, was spricht denn in diesem Moment, wenn es durch dich spricht? Ich? Ich als Lia, als die Seele, die ich Aber bin. du denkst ja nicht drüber nach, was du sagst, oder? Es findet ja Nein, kein Denken also ne, wenn ich jetzt eine Frage stelle, gucke ich so, frage ich das, frage ich das, findet ja, ja bei dir nicht statt. nein. Das ist, weil die Anbindung dasteht. Es ist Hm. eine permanent stehende Anbindung. Ich verkörpere das, was Hm. ich bin, in verschiedenen Spektren. Ich kann auch super menschlich sein, aber in Interviews nicht. Warum? Hm. Ihr wollt ja nicht mit dem Menschen sprechen, sondern mit der Seele, die Hm. diesen Menschen nutzt. Und das bin ich. Und sie integriert Lia permanent, aber auch so viel mehr. Und Hm. manchmal muss ich auch drüber nachdenken, wie sage ich was, dass es gut verstanden wird. Hm. Oder was darf ich sagen, weil ich permanent, also auch während wir sprechen, prüfe, wie ist der Effekt und was muss ich beachten, damit es auf YouTube keine Shadowbans gibt oder sowas. Hm. Hm. Dann kann schon mal sein, dass ich kurz überlege, aber ich muss nicht überlegen, was ich sage. Und das spricht auch für Authentizität. Hm. Manche sind tatsächlich auch sehr getriggert und können es fast nicht aushalten in dieser Energie von Klarheit, Hm. weil in ihnen so eine starke Unklarheit ist. Hm. Na, Kätzchen? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass du auf jeden Fall sehr kontrovers natürlich da draußen an vielen Stellen behandelt wirst oder das, was durch dich spricht. Und ja, finde ich auch immer wieder. Oh, wer ist denn das? Wer bist du denn? Ein kleines Kätzchen. Ein kleines schreiendes Kätzchen. Okay. Dann vielleicht.
auf der Abschlussgeraden, der Zielgeraden. Du hast vorhin nochmal von dem Reset gesprochen und dass es immer wieder sozusagen Untergänge, Neuanfänge und so weiter auf dieser Erde gab. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass du die Erde auch meinst. Ja, Ähm, Was wird diesmal passieren? Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Was glaubst du, wohin entwickelt sich das Ganze? Oder gibt es das überhaupt? Oder gibt es einfach eine Zeitlinientrennung und die einen machen auf der Erde weiter und die anderen machen auf der. es kommt aufs Individuum an, Hm, auf das Individuum an, hm, Martin. Das hm, Individuum, das seine ganz eigene Realität und seine ganz eigene Version der Erde erfährt. Das hm, Individuum macht den Aufstieg und das Individuum macht den Abstieg. So war es hm, immer gewesen, weil wir alle einzigartig erfahren. Aber wir sind verantwortlich für uns und für unsere Realität permanent. hm. Ja. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was sind deine nächsten Projekte? Woran arbeitest du gerade? Was ist für dich gerade dran, außer Katzen, Babys, Mm, Streicheln? Also ich habe mehrere Kurse geplant zum Hm, Jahreswechsel und Jahresende hin, die sich alle um die Seelenalchemie, das Auflösen von Ahnenverstrickungen, geht, aber auch um die Realität ein bisschen besser zu verstehen. Es ist geplant, auch Heilerausbildung oder Heilcoach-Ausbildung, fortzuführen, hm, weil sehr, sehr viele Leute einfach auch gerne, das Wissen von Ozeanlicht weitergeben möchten. hm, Das sind so die, sage ich mal, kurzfristigen Pläne. Ansonsten einfach das Bewusstsein und die Frequenz hochzuhalten und das höchste Potenzial aufrechtzuerhalten für die Menschen, besser gesagt für die, die das höchste Potenzial wählen. Und einfach immer wieder den Weg zu ebnen und ja, Paradigmen zu korrigieren, wenn sie korrigiert werden hm. möchten. Und wenn jetzt die ganze Menschheit für einen kurzen Augenblick einmal zuhört und eine Botschaft von dir bekommt, was würdest du den Menschen jetzt am liebsten ins Ohr flüstern und alle können es einmal hören? Dass alles gut ist in aller Realität und dass sie alles, was sie sich erschaffen und erfahren, auch meistern werden, weil ich sehe, dass die Seelen unendlich kraftvoll sind, die hier als Mensch vielleicht ein machtloses Leben führen. Aber ich weiß, dass sie früher oder später in diese Erkenntnis kommen und deswegen weiß ich, dass alles gut ist in aller Kreation.